Video beschäftigen wir uns mit der nicht-invasiven Blutdruckmessung. Wir möchten zunächst einmal festlegen, welche Grundvoraussetzungen brauchen wir überhaupt, um eine verlässliche Messung durchführen zu können, zeigen euch dann auch, wie diese abläuft und am Ende gehen wir auch noch ein bisschen näher auf extra Features ein, die wir im Corpuls 3T dazu haben. Für eine möglichst fehlerfreie Messung ist es wichtig, dass wir einige technische Faktoren ausschließen, die die Messung verfälschen können. Allen voran Artefakte. Artefakte entstehen dann, wenn der Patient sich zum Beispiel bei einer korrekt angelegten Manschette bewegt oder wenn ich Bewegungen im Schlauchsystem habe oder wenn der Monitor keinen sicheren Stand hat oder hier Bewegungen stattfinden. Der Patient soll eingewiesen sein in die Maßnahme. Wir haben, wie bereits erwähnt, die richtige Blutdruckmanschettengröße gewählt. Er soll möglichst nicht sprechen während der Messung und sich in einer sitzenden bzw. liegenden Position befinden. Nachdem so eine oszillometrische, also automatische Messung von vielen Einflussfaktoren abhängig ist, empfehlen wir, die erste Messung manuell durchzuführen. Hierfür haben wir ein Manometer, welches sich ideal mit den gängigen Manschetten vom Corpuls verbinden lässt. Nachdem wir die passenden Umgebungsbedingungen geschaffen haben und den Patienten darüber aufgeklärt haben, was wir jetzt tun, wählen wir die richtige Manschettengröße aus. Hierfür ist es sehr hilfreich, sich den Range-Index zunutze zu machen. Ich nehme mir einfach eine Manschette und lege sie am unbekleideten Arm des Patienten schon korrekt an. Und verschließe diese. Was wir hier jetzt schön sehen, ist, dass dieser weiße Indexstreifen innerhalb der hier oben durch Pfeilen gekennzeichneten Range liegt. Ebenfalls habe ich ungefähr einen Abstand von 2 cm zur Ellenbeuge. Und die Arterie. Wenn ich die jetzt tasten würde, würde die auch hier liegen. Um eine kleine Idee zu geben, welche Manschettengrößen erhältlich sind, haben wir hier mal 3 Mehrwegmanschetten, vor allem also die Manschetten, die am häufigsten benutzt werden, ausgebreitet. In der Mitte sofort mit Wiedererkennungswert die Manschette, die Verena vorhin angelegt hat, die Adult, die gibt es natürlich auch entsprechend größer und hier noch mal einmal stellvertretend eine etwas kleinere Manschette für Kinder. Das Portfolio vor allem nach unten zu den kleineren Größen konnten wir jetzt hier nicht mehr komplett zeigen, aber selbstverständlich geht es runter bis ganz, ganz klein. Wir haben all die Manschetten, die es als Mehrweg gibt, auch als Kurzzeitmanschetten. Das heißt bis zur maximalen Anlagedauer von 7 Tagen. Und es gibt noch Einwegmanschetten zur einmaligen Anwendung. Die sind vor allem im Säuglings- und Neonatenbereich zu finden. Und an der Stelle wollen wir nochmal betonen, dass bitte nur für das Gerät zugelassene Manschetten zur Anwendung kommen. Und jetzt würde ich vorschlagen, wir messen mal. Um jetzt den Blutdruck zu messen, öffnen wir zunächst das NIBD-Menü, indem wir das entsprechende Feld auswählen. Hier habe ich jetzt die Möglichkeit, zunächst den Initialdruck einzustellen. Einerseits geht das über die Modus-Taste, indem ich die Altersgruppe des Patienten wähle. Hierfür sind automatische Initialdrücke hinterlegt. Andererseits kann ich allerdings auch den Initialdruck selber festlegen, durch Drehen am Rad und Bestätigen durch Druck. Das macht besonders dann Sinn, wenn ich in der manuellen Messung festgestellt habe, dass ich hier eine starke Abweichung von dem bereits eingestellten Initialdruck habe. Jetzt kann ich festlegen, dass der Initialdruck 20 bis 30 mm Hg oberhalb des gemessenen Drucks stattfinden soll. Ebenfalls kann ich ein Intervall aktivieren über den Druck auf Auto und dann am Feld Intervall daneben die Intervallzeit auch ändern. Anschließend starte ich die Messung. Das Gerät hat jetzt den Blutdruck gemessen, zeigt diesen auch an, samt errechneten Mittelwert. Was wir ebenfalls erkennen können, sind 3 Sterne. Das ist eine Art Qualitätsindex der Messung. Der ist algorithmusbasiert und wird berechnet. Je mehr Sterne, desto valider ist aus technischer Sicht die Messung. Bei 0 bis 1 Sternen empfehlen wir, die Messung eventuell zu wiederholen. Was ihr hier ebenfalls sehen könnt, ist das RMT-Symbol. Das bedeutet, dass RMT aktiv ist, was automatisch der Fall ist, sobald ich auch ein Basis-EKG beim Patienten angelegt habe. Hier werden jetzt die Erdzacken des EKGs mit den Pulswellen der Blutdruckmessung verglichen, wodurch die Qualität der Messung verbessert werden kann und Artefakte auf der Blutdruckseite herausgefiltert werden können. Wenn ich jedoch zu viele Artefakte im EKG habe, zum Beispiel während dem Transport, würde sich die Blutdruckmessung unnötig in die Länge ziehen. Das heißt, ich sollte RMT deaktivieren. Hierzu verlasse ich das große Blutdruckmenü, sehe jetzt hier auch im Parameterfeld, dass RMT aktiv ist, gehe ins Menü, klicke auf NIBD, wähle Einstellungen und entferne hier unten den Haken bei RMT aktiv. Bestätige das Ganze mit OK. Und ihr seht jetzt schon hier, dass auch im Parameterfeld das RMT-Symbol verschwunden ist, das heißt, es ist deaktiviert. Wir durften euch die Blutdruckmessung am Corpuls 3T zeigen. Inhalt und Kernelement des Videos war es, euch eine valide Messung zu ermöglichen. Wir haben über die Bedeutung einer manuellen Erstmessung gesprochen.
Im Anschluss haben wir uns über die richtige Auswahl der Manschettengröße unterhalten und wir konnten euch einen kleinen Überblick geben, welche Manschetten erhältlich sind. Verena hat uns durchs Blutdruckmenü geführt, die einzelnen Parameter erklärt. Im Anschluss habe ich den Qualitätsindex erläutert. Die Vorteile und Limitationen des RMTs wurden durch Verena nochmal erläutert. Wir hoffen, es hat euch was geholfen und würden uns freuen, dass ihr bald wieder reinklickt. Verzeichnet.